Moin Leflü und willkommen zurück zu Preslav Radbot. Das bin ich. Bulgarien und Civ 7. Wir sind hier noch mitten im Kriegsgeschehen. Versuchen hier gerade unsere Konkurrenten auszuschalten. Wir müssen hier langsam mal die Stadtbezirke und die darin befindlichen Ritter auseinandernehmen. Das war übrigens dumm, dass ich den dahingestellt habe. Weil uns das hier jetzt eine ganze Runde Raiden kaputt macht. Das ist vielleicht auch dumm, den dahin zu stellen. Wegen des Vulkans. Jo, du bist hier noch ein voller Trupp. Wo könntet ihr hingehen? Ich bin ja nicht unbedingt der Meinung, dass die ganzen Tarkane hier voll ausgestattet sein müssen. Oh, erobern wir die Stadt hier einfach. Was soll's? Aber vielleicht tun wir es auch nicht. Zumindest nicht in dieser Runde. Ja, hier wird natürlich die Stadt bombardiert, das ist klar. Hier noch ein Tarkan. Okay, die Bombarde kann da noch plündern. Der Bojar kann da noch rein, aber dann ist da noch ein Heerführer, den wir jetzt nicht klein kriegen. Okay. Ihr schließt euch noch diesen Tarkan hier an und der chillt hier eine Runde. Okay, die Stadt können wir noch nicht reparieren, die ist noch in Aufruhr. Ja, das habe ich gerade offiziell verkackt. Greifen wir den Ritter da an. Gott, wenn es die Stadtbezirke meinetwegen angreifen, das macht den Kuh jetzt auch nicht fett, aber besonders hilfreich ist es natürlich auch nicht. Du schießt mal den Heerführer dazu Klump. Super Sache, das. Kannst hier plündern, ne? Guck. Plünder da. Ah, wir haben hier noch eine Stadt anzugreifen, ne? Die ganzen Wasserküstenstädte. Worauf wir auch noch achten wollen, also was wir immer noch suchen, ist das Wunder Mausoleum des Halikarnassos. Das könnte natürlich hier irgendwo sein. Hier wäre eigentlich auch noch eine gute Stadt. Wobei man anmerken muss, dass da natürlich keine exotische Ressource ist. Aber ich fürchte, auch in diesem Spiel werden wir es mit den exotischen Ressourcen nicht so hinkriegen. Die sind uns einfach nicht gewogen. Nämlich hier unten eine, da eine und das war's. Das sind unsere zwei exotischen Ressourcen. Hier wäre noch eine. Ich weiß halt jetzt nicht, ob wir die hier so wirklich kriegen. Tungtrak hat hier auf jeden Fall eine Armee am Start. Gucken, was sie damit vorhat. Die Stadt hier haben wir auf jeden Fall mit Mühe und Not verteidigt, würde ich sagen. Irgendwo wurden Kriege erklärt. Lafayette hat Friedrich den Krieg erklärt. Oh, kann Lafayette von mir aus machen, wie er lustig ist. Hier, wir haben einen Bezirk befreit. Ist doch immer eigentlich ganz gut. Wir wachsen hier. Na, du kannst ein paar Händler bauen, das ist halt eine gute Idee. Arsa hat schlechte Laune, aber da können wir auch nichts gegen machen. Boah, schlechte Laune in meinen Städten ist aber auch gigantisch. Aber gut, wir haben auch
6 steht jetzt zu viel momentan. Das haben wir alles ganz toll erobert. Dann geht da mal hin und ruht euch aus. Bombarde fährt mal hier rüber. Der Hoffnung eines wunderschönen Tages diese Stadt da erobern zu können. Wird es uns gelingen. Der Kollege kann mal hier hinlaufen. Ja, wir schießen weiter auf Heerführer, weil wir es lustig finden. Und weil es uns Erfahrungspunkte gibt. Der Pikenier soll sich regenerieren. Er kann ein Nickerchen machen. Dieser Boyard fährt hier noch rum. So, dann haben wir hier den Tarkan. Das heißt, das muss geplündert werden. Wir kriegen Wissenschaft und Produktion. Und beim zweiten Mal plündern kriegen wir irgendwas in Produktion. Hier. Römer da mal rüber und... soll es da langlaufen? Naja, gut. Dann eben nicht langlaufen, sondern Krieg. Ist ja auch irgendwie nicht falsch. Und jetzt, dass wir die Stadtbezirke hier so nicht einnehmen werden. Und versuchen hier ein paar Siedler zu versenken. Cuchito ist ja auch noch deren Stadt. Fällt mir gerade so auf. Dies müssten wir vielleicht auch versenken. Oder erobern. Plündern, wie auch immer. Erstmal ist diese Stadt jetzt erobert und wird vernichtet. So, dann können wir hier noch lustig drauf feuern. Oh, haben wir die Stadt erobert. Und wagen sich nicht an ihren gesegneten Inhalt heran. Große Werke bringen Zufriedenheit und so lustige Sachen. Ein Zufriedenheit, ein Gold. Das ist doch immer gut. Ich muss die Siedlung behalten? Ich will eigentlich nicht. Naja, gut. Was ich behalten muss, bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, fürchte ich. Wir kriegen plus 5, wenn wir 5 Reliquien haben. Die haben wir jetzt. Dann kriegen unsere... Wer eigentlich? Unsere Kampfeinheiten plus 5 Kampfstärke. Ja, rein da. Heilen. Ich denke, für euch ist der Krieg jetzt erstmal vorbei. Du fährst dahin und versuchst das Schiff da zu versenken. Was dir auch gelingt. Kannst du da ein bisschen ausheilen. Ihr schießt weiter auf diese Inselstädte. Wir haben hier einen Händler. Der kann nach Necep. Wir haben da einen Bojan, der hier gleich auch mal ein bisschen rumflütern kann. Das Problem ist, die Stadt wollen wir natürlich auch noch haben, ne? Hier passieren interessante Dinge. Der will sich uns ergeben. Bark würde ich wohl nehmen. Das hätte ich auch gerne. Nicht. Naja gut, Bark nehmen wir. Du bist raus. Okay, wir können jetzt Frankreich werden und wir haben das Kulturding geschafft. Weil wir Reliquien bekommen haben. Warum? Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine 6. Aus magischen Gründen. Friedrich möchte
Kultur mit uns erhöhen. Das können wir machen. Da spricht ja nichts gegen. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal konsolidieren. Ihr geht erstmal nach Bark. Dann könnt ihr euch hier mal upgraden und dann hier ein bisschen heilen. Du wirst wohl auch nicht mehr unbedingt da plündern und so weiter. Ja. Reparieren wir das jetzt alles? Ja, wir reparieren hier mal alles. Haben wir Minusgeld. Auch gut. Hier nochmal Nahrung und was weiß ich, Kamele. Sehr, sehr viele Kamele. Das Trieber kommt in den Kollegen. Du nimmst einfach 2 auf und heilst dich. Ist in Ordnung. Du nimmst den Kollegen und den Bojaren hier mit auf. Und den, wenn er dann bei dir ist. Nehmen hier noch eine Bombarde. Noch ganz bequem da rein. Okay, das ist das übliche Problem. Diesen Pikenier hier, damit die Truppe. Der kann, in welche Stadt sollst du denn gehen? Da ist ja eigentlich soweit gut. Die Stadt fällt ja noch. Du mal nach Spada. Du gehst auch mal nach Spada. Und du gehst auch nach Spada. Du gehst wir langsam peu à peu in unsere neue Stadt. Ja, ihr müsst ja alle mal ein bisschen heilen. So, die Stadt wird ja auch niedergebrannt. Die brauchen wir auch eigentlich nicht beschützen. Dann geh du doch schon mal Avuna. Irgendwann müsste da ja auch ankommen. Wir haben hier eine Schatzflotte, die auch irgendwann mal ankommen wird. Wir haben hier einen Missionar. Hier einen Bojaren. Der kann damit rein. Wir haben hier noch einen Bojaren. Keine Ahnung, geht da unten mit hin. Du gehst in dieses Trüppchen. Ah, du hast da ein Nickerchen. Du erkundest hier weiter. Der Tag, an dem der Autoerkunder kommt, da werde ich auf jeden Fall 3 Kreuze machen. 3 bis 4. Du musst keinen Akkusier mehr machen. Du kannst jetzt sinnvolle Dinge tun, wie sowas bauen. Nicht, dass der jetzt speziell sehr sinnvoll wäre, aber allgemein sinnvoller als andere Dinge. Himiko? Achso, warte mal, du hast ja hier Das Krieg, Gesetz ne? ist nicht Ach, und das L als Koreal. anders als der Befehl des Herrschers in der Ausübung seiner Macht. Ems ist nicht ganz geplündert, aber fast, würde ich sagen. Das zählt. Bereits berichtet, vernichteten Ja. die Bulgar Da haben wir dann auch den Spaß. Du bist eigentlich ein relativ glückliches Städtchen, ne? Ist auch witzig. Dann nimm mal hier Nahrung entgegen. Zarentum. Ja, wir nehmen die 2 Migranten. Passt schon. Wir müssen jetzt Händler bauen und hier alles irgendwie mit Straßen verbuddeln. Ja, Siedlungsobergrenzen überschritten, das ist wohl Fakt.
Momentan wenigstens noch. Uns hier immer noch ein bisschen umschauen. Na, das Problem ist, die Stadt. Hier müssen wir Flotte haben. Um da ein bisschen agieren zu können. Ah, da wohnt der Friedrich. Der verrückte Friedrich. Weil ich fürchte, wenn ich mir das hier so angucke mit dem Desu der Heiligen Glocke und so, dass das schon auch eine Stadt mit relativ vielen Wundern ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da das Wunder ist, nachdem es uns verlangt. Andererseits muss man natürlich fairerweise sagen, Zeitalter ist jetzt auch schon halb rum, brauchen wir das Wunder dann noch so dringend? Natürlich auch so eine Frage, ne? Auf nach Cusco. Können ja trotzdem Handel treiben, das ist ja alles kein Thema. Sich da entspannen. Ja, du musst ja nun auch nicht hier Wache halten, ne? Nach Hadapura. Na gut, dann verteidigst du die Hauptstadt. Ich denke, das passt schon. Das ist schade, ich kann ja nur Städte verlangen, ne? Ich würde ja gern Geld oder was weiß ich was. Damaskus will ich auch unbedingt gar nicht haben. Dieser Napura. 事の次第を明らかにしよう。In der Nähe des West. Okay, das ist natürlich ein Naturwunder, das ist auch nicht schlecht. Dieser Napura. Kann man mal machen, denke ich. Ist schon okay. Damaskus sollte halt eigentlich, also da hätte ich eigentlich lieber eine Stadtstaat drin, als irgendwie die Leute hier. Hier nochmal Unabhängige befreunden und das unterstützen. Naja, wir haben Einflussüberschuss. Mirum Larum. Und verteidigst du vielleicht nicht die Hauptstadt, sondern dieses Örtchen da. Ja, wir haben hier so ein paar Bojare, die jetzt über sind. Alles, was über ist, kann eigentlich darüber. Auch weil es sich reimt. Das ist auch nicht die Religion, die wir uns ausgesucht haben, glaube ich. Wobei auch da, ne? Wir könnten hier dringend mal ein dickes DLC gebrauchen. Was zum Beispiel aus Religion wieder irgendwas macht, was auch irgendwie Spaß macht oder so. Weil bisher ist Religion echt einfach nur nervig. Nervig und extrem anstrengend, hier ständig irgendwo Missionare durch die Weltgeschichte zu schieben. Da ist der Spaß wirklich, wirklich minimalst. Wir haben eine Feier. Wer hätte das denn mal gedacht? Habe ich nie mehr mitgerechnet.
Ein Gold für Goldnachbarschaft, eine Produktion für Produktionsnachbarschaft. Aber mehr Produktion ist eigentlich immer gut. Muss doch Produktion nehmen. Könnten noch ein paar Takane bauen, einfach um sie irgendwo hinzustellen. Damit auch wirklich jede Stadt, die wir besitzen, ein... So, wir können ja verborgene Festung bauen, ne? Das sollten wir auch nicht vergessen. Wobei zugegebenermaßen, na gut, 2 Zufriedenheit ist hier schon auch... Macht die Stadt dann auch zufrieden. 8 Power. Steinmetz. Der macht mich auch zufrieden. Ja, wir haben ja mal wieder Kamele. Toll. Auf nach Himiko. Du hattest das Grabmal von Askia, ne? Ja. 2 Gold und 1 Produktion der Siedlung für jede ihr zugewiesene Ressource. Müssen wir ja eigentlich jetzt verarschen. Die ganzen Kamele, die keinen anderen Sinn haben, müssen ja eigentlich hier rein. Natürlich alles, was Gold bringt. 3 Produktion, 3 Gold. Das hat eine bringt Nahrung und Kultur. Das kann mir egal wohin. In Zufriedenheit, das ist ja auch eine Art Gold. In Zufriedenheit, Produktion. Na guck. Ja, Produktion und Gold. Machen die hier 109 Gold. Machen sie 700 Gold die Runde. Das ist doch eigentlich... Das ist doch mal was. So, fahr darüber. Die olle Kogge fährt dahin. Die olle Kogge. Mm. Das sind hier so saftige Städte. Und da mal rüberfahren möchte und da mal so ein kleines bisschen plündern. Ein ganz bisschen auch nur. Ist Axum. Lädt auch durchaus zum Plündern ein. Aber ist natürlich unser Verbündeter, deswegen wird er nicht geplündert, das ist ja klar. Wie der Morgenstern bist du uns erschienen und hast Dann in der Hauptstadt, auch super. Militaristisch sind wir jetzt schon, ziemlich. Da können wir jetzt, glaube ich, nur noch... Ach, das ist noch mehr Erträge durch Plündern. Das hätte ich ja gerne vorher gehabt. Ups, das habe ich irgendwie übersehen. Militärisch sind wir hier schon ganz durch. Fast, das haben wir noch nicht. Ja, okay, aber können hier eigentlich nur noch heilen. Dann wäre es jetzt Zeit für Expansion. Jetzt müssen wir hierhin fürs Siedlungslimit. So, das ist für Spezialisten günstiger. Weniger Nahrung und Zufriedenheit. Hm. Hm. Ah, ist beides gut, muss man sagen. So, wir haben jetzt Migranten. Tolle Sache. Sparda geht einer hin und Achsa geht einer hin. Da haben wir schon, da haben wir schon, da haben wir schon. Da könnten wir nochmal.
Okay, du bist geheilt, ja? Dann auf nach Neapel. Ja, ihr könnt hier chillen, habe ich doch gesagt. Ihr habt euch das seltene Recht verdient, hier nichts zu tun. Hier reparieren wir auch alles. Arg, du hast dich eigentlich schon sehr gut dazu bereit erklärt, eine unserer Städte zu werden. Wir müssen jetzt halt nur irgendwie dafür sorgen, dass wir genug Geld machen, um aus dir auch eine Stadt machen zu können. Das ist ja logisch. Kostet ja nur Geld. Die beste Investition. Oh, auf jeden Fall nehmen wir das. Ah, du musst hier runter noch, ne? Stimmt ja. Belgorod. Tempel. Dann neue Gemeinde. Kornspeicher. Dann neue Gemeinde. Das Ding da. Architektur können wir die Leute auch noch mal ein bisschen glücklich machen. Jetzt können wir hier Unis bauen. Oh, wir haben eine Schatzflotte. Die hat es ja zum Glück nicht mehr so weit jetzt. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen unsere Unterstützung erhöhen. Ja, upgraden musst du dich hier jetzt eigentlich erst im Kriegsfall. So, Neapel ist glücklich. Rom noch nicht. Der Boyar. Hier oben auch Action. Glaube ich alles Salahadin. Ibn Battuta meine ich. Nicht der gute Saladin. Eins, zwei, drei, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir aber. Achso, ne, das ist ja Gebiet von ihm. Das ist im Gebiet von Damaskus. Also eigentlich muss Damaskus doch noch weg. Und das hier oben auch. Naja. Man kann nicht alles haben. Ich dachte exakt, du hättest volles Potenzial. Aber hast du gar nicht. So, du baust Straßen. Große Straßenbauvorhaben von 1060. Und was wir jetzt auch mal langsam starten könnten, ist das große Konvertierungsvorhaben von 1060. Oh, wir haben eine Schatzflotte. Guck mal an. Das bringt uns glatt ein bisschen Kohlen. Sind hier alles mögliche von ausländischen Leuten bekehrt und so. Das ist halt schade, aber nicht zu ändern. Okay, eine 13. Universität, da müssen wir nicht lange überlegen, was wir als nächstes bauen. Das gesagt. Oh. Das ist Notre Dame. Okay, das Wunder, was wir erforscht haben, ist wohl schon weg. Gerade vergessen, was es war, der Eiffelturm, aber es kommt, glaube ich, erst im nächsten Leben. Könnte es eigentlich auch eine Stadt werden, ne?
2000 Gold. Wird doch keine Stadt werden. Rom ist katholisch. Noch alles sehr maritim hier. Gefällt uns grundsätzlich. Handelswege werden gegründet. Das gefällt uns natürlich auch. Bist du uns erschienen und hast den Noch mehr Plünderung. Nehmen das mit der Produktion wieder raus und dafür das mit der Plünderung rein. Und dann ist schon das A und O für uns. Also auch im generellen Leben kann man das, denke ich, so festhalten, ja. Dann mit denen ja komplett fertig. Theologie. Naja, ist schon gut, aber wir machen ja nicht so viel. Alles Sachen, die schon gebaut wurden. Das heißt, wir brauchen Souveränität, dann lass uns da mal hinforschen. Derweil bauen wir Universitäten, die uns da gar nicht bei helfen, aber wir bauen sie halt trotzdem. Spezialisten. 1,3 ist besser als 1,2. Den verdammten Holzfäller. Jetzt hier noch eine Festung bauen. Junge, 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 du kannst eine 10er Schrotmühle dahin bauen. Und eine Sägemühle. Ein Sägewerk. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt möchte ich bitte, dass du uns Einfluss generierst. 10 Einfluss. Naja, jetzt nicht so die Welt, aber besser als nichts. Ist eine Bombarde gebaut worden. Die soll mal hier rüber schippern. Ah, der Pikenier, der ist jetzt halt DP vom Allerfeinsten. Der wird da von allen möglichen Vulkanen gegrillt, der Arme. Aber nun gut. Eine Kogge. Simon Bolivar findet uns weniger gut. Aber das sind Dinge, mit denen komme ich, glaube ich, ganz gut klar. Die Stadt muss echt noch ein bisschen wachsen. Die Stadt hingegen muss eigentlich nur noch eine Stadt werden. Das war eigentlich am idealsten. So, die Uni ist fertig. Dann missionieren wir hier weiter. Du hast noch keine fertige Uni. Das lässt sich aber ändern. Du hast auch eine fertige Uni. Dann bau du doch mal ein paar Händler. Wir haben noch 5 Städte über unserem Limit. Fünf Städte ist auch wirklich vielleicht ein bisschen viel.
Oh, wir haben schon wieder eine Schatzflotte. Fahren wir zum Koloss von Rom, glaube ich. Ah, Migrant ist da. Geht ja nicht. Du sollst Straßen bauen nach dahin. Ich werde jetzt ein nie dagewesenes, nie vorher gesehenes Straßenbaukonzept planen. Du solltest hier allerdings handeln. Kein Straßenbaukonzept machen. Das sind eine Menge Kamele. Alles, was irgendwas bringt, hier rein. Okay, 3 Nahrung, 3 Produktion. Das bringt hier jetzt nicht so viel. Das kann der Isa Napura. Ja, die Stadt ist hier halt irgendwie ein bisschen blöd, dass wir die behalten müssen. Aber nützt ja nichts. Ich habe einen Kommandanten, der ein Level abgekommen ist, aus magischen Gründen. Da sind überall Trakane, gehen wir nach Rom. Oh nee, warte mal, gehen wir nach... Ah doch, gehen wir nach Rom. Kommen die jetzt einfach ein Level ab, wenn die gebaut werden oder wie? Starten die mit Level 2, beziehungsweise mit Level 1. Kann natürlich sein, durch diese Eigenschaft von Militär, dass meine Leute, aka meine Anführer, dass die mit einem Level höher starten, dann starten die von Anfang an mit einem Level mehr, das finde ich cool. Auch neu gebaute dann ein höheres Level haben. Guck mal, Saladin, ich helfe dir. Ibn Battuta, nicht Saladin. Nilcep, ich handle auch mit dir. Soll mir ja keiner was nachsagen. Jetzt brauche ich noch Velograd. Kann auch noch ein bisschen Nahrung und Rahmen gebrauchen. Ibn Battuta, wir sind ja gute Freunde. Das kann man ja eigentlich so festhalten. Vilnius, auch gut. Das läuft für uns ganz gut. Dann Ibn Battuta, lass uns nochmal offene Handelsdinger hier sowas machen. Das ist alles nicht so gut. Lafayette. Die wollen wir, also Truntrax, unser Feind. Bist du dann eigentlich unser Freund eher oder der andere? Wo Lafayette wohnt, aber der ist Spanier. Der könnte also unser Freund sein. Machen wir ein paar Händler. Hier und meist ist hier nicht so glücklich, aber hier. Und dann haben wir relativ viel Geld und Bark darf abgegradet werden. Weil wir kaufen die Upgrades vielleicht nicht, sondern bauen die. Bark. Hier können wir die Stadt ebenfalls vergrößern. 2, 4. Ist genau besser als das andere. Hier gibt es aber mehr Kultur und wir wollen gerade Kultur eigentlich am ehesten. Der Zeitmesser. Ah, apropos mehr Kultur. Hier gibt es mehr Kultur. Pavillon. Mehr Kultur ist mehr Kultur. Ressourcen, alles tutti. Technologie, Stadtplanung.
Machu Picchu ist leider bereits gebaut. Architektur ist eine Reliquie. Produktion für Militärgebäude. Wissenschaft, Wissenschaftsgebäude. Okay, wir können hier nur Stadtplanung machen. Für Gebäude. Rest sind halt Reliquien und Kram. Nichep. Ja, sehr gut. Bengala ist jetzt auch nicht der illste Shit, wie man so schön sagt, aber ist schon okay, würde ich sagen. Das ist ein beschädigter Schmied. Auch okay. Hm. Frage, ob nicht der Krieg gegen Tecumseh besser wäre. Ich glaube, diese Charakter hat ein kleines Problem. Sag mal, derjenige, bei dem ich das Mausoleum finde. Und da wird auch sofort angegriffen mit allem, was wir haben. Hier ist ein Händler Cusco. Ja, na gut, klar. 10% Kultur. Na, du bist mit Kultur ja noch nicht so berühmt. Hier nimm die Produktion. Das ist Wissenschaft und Kultur. Machen das mal kurz anders. Du kriegst hier noch ein ganzes Kamel. Kriegst du hier Wissenschaft und Kultur und Kultur und Kultur und... Okay, das war's. Ja, die 5 Produktionen kannst du auch noch haben. Ich habe, glaube ich, keine Städte in der neuen Welt. Und das wird sich ja bald ändern. Möglicherweise. Ich habe alle Schriften gesammelt und alle verbrannt. Das ist schon eine Menge. Es hilft uns nicht so sehr viel mehr. Aber das ist schon auch viel. Und Pro, das ist schon viel. Wie sieht denn das eigentlich bei Wissenschaft bei uns aus? Ah ja. Brauchen Bezirke, die 40 oder mehr Erträge liefern. Und davon haben wir schon 0. Das bitte alles reparieren. Können wir die Stadt auch einstampfen. Hier 6 Zufriedenheit. Weiß es nicht. Kann ich das sehen irgendwo? Utilisation, Belohnung, nee. Wäre mir schon nämlich wichtig, dieses Wunder noch zu kriegen. Die haben es offensichtlich nicht in Samara. Da gibt es noch ein paar Fischis. Müssen hier erstmal die Charakter upgraden. Das nützt ja nun mal nichts. Kann ich das? Ne, kann ich nicht mehr schauen. Takan müssen lernen zu reagieren.
Das ist 10% weniger Produktion für Militäreinheiten für 10 Runden, das ist schon in Ordnung. Das bricht mir jetzt nicht das Genick, muss ich sagen. Cordoba, ich glaube, mit dir handle ich auch noch gar nicht, ne? Das wäre nochmal gut. Hier, du bist ein Tarkan, du kannst hier hin und wohlfühlen. Eine Galeone gegen eine Galeone, das ist eine Galeone gegen eine Karacke. Karacke ist jetzt versenkt. Bei den nächsten Marinestädten gleich mal machen können, ist auch nochmal so ein paar so ein paar Flottenadmiräle bauen. Die Heilige Glocke, Kaserne, Kornspeicher, Bad, Stadtmauer, Bad, Amphitheater. Dann müssen wir da noch weiter hin. Das ist eine ganz ordentliche Flotte. Gangala, ja, können wir machen. Hab ich ja nichts gegen. Nahrung für meine Gemeinden. Mediolanum zum Beispiel. Produktion für meine Städte. Rom zum Beispiel kann das ganz dringend gebrauchen, aber Rom kann da einiges gebrauchen, was das angeht. Ich brauche nochmal Missionar eventuell. Also Rom hat auch mehr Produktion, ne? Rom ist einfach nur ein bisschen unglücklich. Katholisch. Gut. Alles, was wir wollen, oder nicht? Dauert es noch 18 Runden mit dem Wachstum? Dauert es noch 20. Also es ist nicht so, dass das komplett resettet wird. Hm. Irgendwer hat den White Tower ab. Hätte ich gebaut. Also nicht irgendwer, sondern Trunktrag. Trick und Trunktrag. Belagerungs- und Marineeinheiten werden besser. Pavillon. Lachua kann das haben. Hier Passa kriegt mal ein bisschen Nahrung. Den da kriege ich noch ein bisschen. Hier Rom kriegst du ein bisschen Zufriedenheit. Belgrad hat eine Schatzflotte fertig. Kann da mal hinsegeln. Ja, Freunde, wir suchen dieses verdammte Weltwunder, damit wir endlich wissen, wen wir auseinandernehmen können. Es kann ja auch bei Lafayette sein. Wir wissen es halt nicht. Wir wissen es nicht und wir sollen es aber wissen. Deswegen werden wir jetzt mal noch ein paar Missionare abrequirieren. Mir wäre auch nicht bekannt, dass man die Wunde aus dem letzten Zeitalter gezielt suchen kann. Würde uns natürlich auch sehr helfen, aber ich glaube, das geht auch nicht. Das, ne, ist Angkor Wat. Ist auch gut. Hier ist der Dur Sarukin.
fürchte, dass wir tatsächlich hier einmarschieren müssen und die Städte hier ein nach dem anderen erobern werden. Der Wunder wegen, was ja auch irgendwie Quatsch ist. Ja, aber die Stadt können wir auch von der See aus erobern. Macht das dann tatsächlich etwas weniger quatschig. Karavua, du kannst einen Flottenkommandanten requirieren, das ist auch gut. Der Missionar läuft mal hier so lang. Karage geht mal nicht so weit weg. Weil ich auch da nochmal ausdrücklich erwähnen möchte, es geht mir hier nicht um alle Wunder. Es geht mir zuvorderst um dieses eine dusselige Wunder. So, du kannst weiter Takane produzieren, die brauchen wir nämlich noch. Eine Menagerie. Oui, oui. Oh, ist auch nicht schlecht. Eine Menagerie könntest du vielleicht auch gebrauchen. Ja, ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt noch mehr Spezialisten reinholen. Der ist ja schon nicht so glücklich mit seinen Spezialisten. Hier war Marina, den können sich nach dem Auspacken bewegen. Das ist auch nicht ganz unwichtig eventuell. Du kannst verborgene Festungen bauen. Und noch ein Tempel. Und dann ist eigentlich auch gut. Dann kannst du ein Knotenpunkt werden. Shangying. Lass doch Freunde werden, statt uns zu bekriegen. Ich war auch weg. Musste dich nur eben sehen. Hier, ich unterstütze das sogar nochmal. Wo wohnt die olle Trunktrack denn noch? Hier unten, ne? Ich glaube, dass sie derjenige ist, den ich hier erobern muss. Ich weiß es ja auch noch gar nicht. Der olle Tempel. Auf jeden Fall ganz schönes Städtenetz hier, muss man auch mal sagen. Ehre wem Ehre gebührt. Ist auf jeden Fall saftig zum Erobern und zum Plündern. Das kann ich schon mal festhalten. Nach Cordoba fährt schon einer. Noch da eine Straße bauen, hoffentlich. Ja, da ist sie. Und der kann hier ruhen. Nein, ich will ja keinen Überraschungskrieg führen. Wobei denunzieren, das könnte ich eigentlich schon. Gut, Freunde. Wir haben den Feind denunziert. Wir haben eine Vermutung, wo das Ziel unserer Begierden liegt. Wir haben genug Relikte gesammelt, um ordentlich Kampfboni zu generieren. Eine Bürokratie neigt immer dazu, zur Pedantokratie zu werden. Ist das Borobudur noch nicht gebaut? Das wäre krank. Das wäre krass. Habe ich zwar gerade schon verabschiedet, aber das müssen wir noch mal kurz rausfinden. Wo haben wir denn die besten Yields? 5,2, das ist schon viel Wissenschaft.
Borobudur nicht. Achso, das Ding ist auf jeden Fall nicht gebaut. Das heißt, das können wir noch mal bauen. Bazar Gasthaus. Naja, dann Bazar Gasthaus. Du kannst auch noch was bauen. Okay. Das Borobudur bereits von einem anderen Spiel gebaut. Doch, schade. Schade, schade. Das auch, das auch. Sind, glaube ich, jetzt alle Wunder gebaut, ne? Notre Dame noch nicht. Gibt es einen Sozialpolitikplatz? Ist auch gut. Jetzt trotzdem erstmal hier hin. Achso, das müssen wir eh haben. Na gut. Dann ist das so. Ah, der Takan ist hier gespawnt. Du hast dieses Upgrade. Dann können... Dann sollen die Leute hier mal alle einsteigen. Und du darfst hier wohnen bleiben. So, ihr habt als erstes die Menagerie vor euch. Denn Zufriedenheit ist wichtig. Wir haben eine Handelsgelegenheit. In Cordoba, ja, ist ja auch schon unterwegs. Nahrung und Zufriedenheit für Spezialisten runter. Das ist, glaube ich, auch gut. Okay, die Dinger laufen noch. So, Freunde, jetzt aber machen die letzten Züge mit den Schiffchen und der Flottenkommandeur kann hier eine Flotte positionieren. Die Bojaren fahren hier hin. Die Arkane fahren da auch hin. Der kann sich noch der Galeone da anschließen. Und die nächste Runde ist fast angebrochen. Hier ist Machu Picchu. Oh, ist nicht der beste Standort, aber ist ein Standort. Das Problem ist, ich sehe immer noch kein Mausoleum von Halikarnassos. Hm. Gibt es ein Suchen? Mausoleum. Ach, das ist Theoderich, nicht das Halikarnassos, klar. Aber ich kann hier nicht suchen, wer das hat, ja. Das Mausoleum des Theoderich. Mausoleum des Theoderich. Das ist überall nicht. Wir haben hier noch einen Priester, der herumlaufen kann. Hier ist es ja. Nee, das ist Birsa. Hier ist es nicht, da ist es nicht. Na gut, Freunde, die Suche geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, lasst ein Like da, ein Abo. Auch wenn ihr nicht so weit gekommen seid, aber dann hört ihr das hier nicht. Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.